Das ist Franzi. Franzi hat Dürener Kennzeichen. Ich zeig dich mal gerade. Das ist ein schönes Reisemobil. Es ist über 20 Jahre alt. Fast 25, oder? Ja, 24. Du kannst dich noch gut daran erinnern, als du das gekauft hast? Aber oh, den haben wir auch selber in Kehl geholt. In Kiel? In Kehl, ja. In Kiel war das? In Kehl. Hm. Okay. Wo der hergestellt wird, bei Bürstner. Achso, ihr habt den Berg abgeholt? Ja, ja. Okay. Wenn du mal kurz zu mir kommst, sei mal gerade so lieb und wir stellen uns mal gerade daneben. Was ist das für einer, weißt du das? Ein Bürstner. Ich zeig's mal gerade. Und du fährst den wirklich original seit fast 25 Jahren? Da ist nichts neu dran. Krass. Du hast ihn jetzt mal waschen lassen? Der wird jedes Jahr einmal gewaschen und sonst ist da nichts dran. Und fährt und fährt? Und fährt und fährt. 400.000 Kilometer. 400.000? 400.000. Bist du unterwegs oft? Ja, viel. Wo geht's hin meistens? Dieses Jahr bleibe ich nur in Deutschland, aber ich bin vor kurzem mit dem noch unten in Albanien gewesen. Vor 2 Jahren war ich noch 3 Monate in Norwegen, überall. Schottland, auch der Wagen. Der Wagen ist gewesen in Algerien, hinter Moskau, Irland. 400.000 Kilometer wollen gefahren werden. Der hat eine Alarmanlage? Bitte? Der hat eine Alarmanlage? Ja, aber die ist leider kaputt durch einen Einbruch. Nicht im Wagen, bei mir zu Hause wurde eingebrochen und die Schlüssel gestohlen. Und da musste die Alarmanlage tot gemacht werden. So, du hast einen Radträger hinten drauf. Du fährst noch Fahrrad viel? Ja. Ja. Was für ein Fahrrad fährst du? Ein Cube. Ein Cube? Ja. Stark, habe ich gefilmt. Ja, im Werk war ich bei Cube. Ja? Ja, hab das gezeigt. Und hier hinten drin, da ist noch ein Staufach drin hier drunter. Da liegt der Reservereifen drin und ein Stuhl und sonst nichts. So, auf dem Dach warst du lange nicht mehr? Oder? Nein, da war ich jetzt schon 3 Jahre nicht mehr drauf. Es ging aber, oder? Ja, das ist mir zu riskant. Ich kann das Klettern nicht mehr. Ich bin schließlich 86 Jahre alt. 86? Ja. Echt? Ja. Okay. Ja, ich hab schon gehört, du hast lange Zeit mit deinem Mann das bereist, gell? 11 Jahre bin ich mit meinem Mann gefahren, ja. Und dann ist mein Mann gestorben und dann bin ich weitergefahren. So weiter im gleichen Reisemobil. Ist das nicht viele Erinnerungen, die dann... Eben drum habe ich das gleiche Mobil, weil die Erinnerungen drin sind. Ich kann das nicht abgeben. Ich habe ein Forum, da sind wir mit 480 Mann drin, 300 Frauen und 180 Männer. Und wir fahren sporadisch so zusammen. Ihr trefft euch immer mal? Ja. Warte mal, hier vorne ist noch ein Stauraum mit drin. Da ist Gas oder was ist hier? Nein, da ist Elektrokabel. Gas ist da vorne. Da ist der Gaskasten. Das ist der Gas. Boah, ist der schön. Was ist da drunter, ein Fiat? Oder? Fiat. Und der läuft und läuft? Und läuft wie ein Maschinchen. Da ist er. Eleganz i572 von Bürstner. Und hier drin, jetzt bin ich ja mal gespannt. Boah, ist der schön. Das ist schön, ja. Ich darf mal rein? Ja, klar. Komm, ich gehe mal rein. Da ist natürlich hier der Grundriss, wenn du mal gerade zu mir kommst, Franzi, sei mal so lieb, komm mal rein. Das ist natürlich hier mit der Heckküche, das kriegst du heute gar nicht mehr zu kaufen. Ja, deswegen, ich habe oben das Hubbett, ne? Ich schlafe im Hubbett. Du schläfst im Hubbett? Im Hubbett. Das geht ja bis hier runter. Das ist kein Problem, ich trete da drauf, bin ich drin. Dadurch habe ich so viel Platz hier. So, da vorne ist dein Reich, Schaltgetriebe, 5-Gang. Ja. Du bist ein großer Liebhaber von Tieren, Kuscheltieren. Ja, das ist von den Enkeln, das muss ich mitnehmen. So, ein CB-Funkgerät hast du auch? Ja. Ist das noch im Einsatz? Ja. Was erfährt man so über CB-Funk? Ja, wir fahren ja immer mit mehreren Wagen zusammen, dann können wir uns informieren, wo wir hinfahren, wo wir halten wollen. Stark ist die Rückfahrkamera, die du hast. Das ist noch ein richtiger Monitor, oder? Ja, das ist doch eine große, ne? Ein Fernseher. Funktioniert 24 Jahre lang. Echt? Immer noch? Immer noch. Nie was dran gewesen. Das können wir uns gleich mal angucken. Also hier vorne, da ist die Sitzgruppe mit drin. Das heißt, du hast doch einen Fernseher drin? Nee. Ja, da oben ist der Fernseher. Da ist der Fernseher. Darf ich den mal sehen, den Fernseher? Ja. Nur, dass die Leute mal sehen, wie das gemacht worden ist vor 25 Jahren. Ach, wie goldig. Der kam nachträglich rein, oder? Ja, den haben wir dazu gekauft, aber der Platz war halt dafür da. Ach, damals war das Bild noch so... Ja, damals war da noch ein schwerer Apparat drin. Ja. Und das ist jetzt ein Flachbild. Und obendrauf habe ich die Satzschlüssel. elektrische Antenne. Cool.
So, da vorne. Ich habe jetzt auch ein Blutdruckmessgerät, habe ich dabei. Ja. Das habe ich immer dabei. Und hier vorne ist die Küche und das Badezimmer. Das heißt, du duschst auch hier drin? Ja, ich habe eine große Dusche drin. Also eine richtige normale Dusche mit Klapptür. Das ist alles noch. Das findet man heute gar nicht mehr in den Wagen. Hast du noch eine Wohnung oder bist du? Ich habe ein Haus, ich wohne noch in einem Haus. Okay. Das heißt, das hier ist so dein Refugium. Bist du oft unterwegs? Ja, ach, ja, so ungefähr 16, 17 Wochen im Jahr. 17 Wochen. Ich fahre jetzt 5 Wochen, dann bin ich eine Woche zu Hause, dann fahre ich 7 Wochen, bin ich wieder eine Woche zu Hause, dann fahre ich nochmal 5 Wochen. Echt? Aha. Aber ich habe Jahre gehabt, da bin ich 20 Wochen gefahren. Okay. Aber jetzt lasse ich es was Ruhe hier angehen. Bisschen ruhiger. Da ist ein großer Kleiderschrank. Von der Länge her, du hast ja gesehen, die 6,19 neuen. Meter. 6,19 Meter. Die neuen Fahrzeuge werden ja immer länger. Ja. Und vor allen Dingen, der hat noch einen richtigen Kleiderschrank in der Höhe. Was stark ist, das ist wie im Wohnwagen, der Kleiderschrank. Heute haben die ja nur so kleine. Kleiderschränkchen. So, und hier vorne, da sind die Töpfe und so weiter drin. Ja, Kühlschrank und Darf man reingucken in deinen Kühlschrank? der ist ja jetzt leer. Ist jetzt leer. Ist sie schon geplant, die nächste Fahrt, die kommt? Ja. Wo geht's hin? Jetzt fahre ich an die Weser. An die Weser. Nein, das ist nicht wahr. Jetzt fahre ich nach Alpen an den Niederrhein und von da aus an die Weser. Also ein Start ist Alpen und dann fahren wir nach Lippoldsberg und so ein bisschen in den Norden rauf. Über die Facebook-Gruppe. Ja, ja. WhatsApp-Gruppe oder Facebook. Ja, so ein Forum ist das. So ein Forum, da seid ihr drin. So, und da vorne, da ist hier das Kochfeld. Darf ich das auch mal sehen? Großes Kochfeld. Und so typisch, was ist hier in der Zubereitung bei dir? Was machst du gerne? Ach, alles. Ich mache alles. Ich koche normal, ganz normal. Ganz normal. Klöße auch mal. Ja, alles, was man so kocht. Ich sag mal so, die Story ist eigentlich unterwegs zu sein, weil ganz, ganz viele sitzen ja jetzt zu Hause, haben vielleicht das Kissen auf der Fensterbank, gucken aus dem Fenster raus, dann bewegen sich noch 200 Meter ums Haus. Bei dir ist das anders, oder? Ja, da habe ich gar keine Zeit. So, wenn ich nach Hause komme, habe ich in mein Haus und meinen Garten am Hals. Da muss ich dann erstmal alles wieder in Ordnung bringen und dann wieder losfahren. Ach du hast niemand jetzt Gärtner oder so, der... Nein, das mache ich noch selber. Machst du selber? Ja, einmal im Jahr kommt schon der Gärtner im Herbst, aber... Macht die harten Sachen? Ja, ja. Okay. Und das schönste Reiseland, wo du mal warst? Ach ja, eins der schönsten ist wohl Irland gewesen. Irland? Irland, ja. Weißt du, was interessant ist? Die Irländer sagen, dass die Deutschen am meisten nach Irland kommen. Die können das gar nicht verstehen, weil die fahren so gerne nach Spanien. Das ist so weil das ist ja doch ein bisschen unwirklich, Irland. Aber das Irland, das hat was anderes. Auch diese Leute, die sind auch so deutschfreundlich und also wir sind Ostern, sind wir angekommen in Dublin vor dem Campingplatz, der war geschlossen. Und da sagte er, too early, too early. Und dann habe ich, die sind Deutsche, hat er aufgemacht. Hinter uns die Engländer hat er stehen lassen, hat er nicht reingelassen. Echt? Also Irland ist... Was war so schön an Irland? Was hat dir gefallen? Ach, dieses Land, ich weiß nicht, man fährt da so unbeschwert. Wir sind da mit dem Fahrrad gefahren, also das ist so, ich kann das gar nicht sagen. Wo es auch sehr schön war, als wir durch Marokko nach Algerien reingefahren sind. Das war wieder was ganz anderes, weißt, dann fährst du durch die Sahara und dann die Berge. Ach, das kann man alles gar nicht Nochmal, sagen. du warst in Marokko? Ja, Marokko ein paar Mal gewesen, aber dann durch Marokko nach Algerien. Du warst in Algerien? Ja. Wo warst du noch überall? In Ja, Spanien öfter? Ach, Spanien nicht so oft. Spanien mehr zum Durchfahren nach Marokko. Ja, wir sind auch in Spanien rumgefahren. Hattest du jemals Angst, wo du unterwegs warst? Nein. Also, hat jemals einer eingebrochen? Bei hier? Hat jemand mal probiert? Ja, und zwar in Lissabon. Da sind wir auf einen Campingplatz, auf einen Parkplatz gefahren, durch eine Schranke, Ja. haben uns neben das Parkwächterhäuschen gestellt und sind dann getrost in die Stadt gegangen, haben gesagt, jetzt stehen wir gut. Und als wir zurückkamen, stand die Polizei in unserem Wagen, da war in unserem Wagen aufgebrochen worden. Unglaublich. Auf dem Parkplatz. Aber da hatten sie mir damals waren die Mobiltelefone ja noch solche, ne? Das hatten sie mir gestohlen, der Akku war aber schon nichts mehr.
Und sonst nichts. Aber sie hatten halt die Schlösser kaputt gemacht. Ne? Oh je. Das war der einzige Einbruch. Was war das für ein Gefühl danach? War das komisch? Ach, das war ärgerlich. Wir mussten dann in die Werkstatt fahren. Die haben uns dann Schlösser vor die Türen gemacht, damit wir weiterfahren konnten. Ne? So Riegel. Notdürftig. Ja. Hm. Die da waren. Und das war das gleiche Reisemobil, das hier. Nein, das war ein anderes. War ein anderes. Das war ein anderes. Hm. Und was ist da jetzt anders, wenn du rüberfährst nach Afrika über die Fähre? Jetzt fahre ich da nicht mehr. Aber damals. Damals, was meinst du? Was war da anders als in Deutschland? Oder? Anders. Damals, das erste Mal sind wir darüber gefahren, das war 72. Ach, da war ja noch Chaos. Das war also der Übergang nach Marokko. Heute ist das ja alles geregelt. Aber damals war das Chaos. Da haben wir Stunden gestanden, ehe wir unsere Pässe wieder bekamen. Und dann in Marokko war man auch so alleine, gar keine Touristen da. Ne? Aber es war sehr schön. Die Leute nett? Sehr, also die Marokkaner, wenn man da ist, die Einheimischen, die sind klasse. Also da gibt es gar nichts. Ne? Okay, wie lange wart ihr in Marokko damals? Das erste Mal, glaube ich, weiß ich nicht Ein paar Wochen? mehr. Ja, ein paar Wochen. Ich bin da so oft schon gewesen da unten. Aber das ist eigentlich gar nicht meins. Ich fahre viel lieber so in den Norden. Wir waren immer so 2-3 Monate in Norwegen. Das war Im Sommer oder im Winter? Nein, im Sommer. Sommer. Nein, im Winter, da kommst du ja mit dem Schnee nicht durch. Da musst du ganz andere Fahrzeuge haben. Da brauchst du diese Offroader hier mit solchen Reifen. Nein. Stechmücken in Norwegen? Haben wir viele? Nein, wir haben, also, kann ich gar nicht sagen. Hallo. Hier seid ihr. Da ist der Andreas mal rein, sucht mich schon, ja. Der. Nee, ich hab sie gerade gefunden. Sie hat den schönsten Bürstner, den ich je gesehen habe in meinem Leben. Ja, tolle Aufteilung, ne? Ja, tolle Aufteilung. Ich finde den auch so sensationell, weil der hat noch analoge Instrumente drin, hier oben drin. Guck mal hier oben. Und der fährt und fährt und fährt. Und wir unterhalten uns gerade, wenn du mal kurz reinkommst, Andreas. Ja. Ist das okay, wenn er mal kurz reinkommt? Ja, klar. Hallo. Weil der Andreas ist ja auch Camper. Ihr seid miteinander bekannt? Ihr kennt euch? Ich weiß gar nicht, wer sind Sie denn? Mir gehört das Karthago Center hier. Sie kommen ja jedes Jahr zur Wäsche zu uns, ne? Ach, Sie sind Herr Marein? Ja, genau, richtig. Ach so. Das ist der Chef. Ich kenne die Karthago nur fürs Waschen, weil ich ja sonst immer bei Bürstner war. Damals, als Frau Nussbaum noch bei Rongen war, da 98 haben wir den gekauft, aber vorher hatten wir schon einen anderen Wagen. Das hat sie mir erzählt, dass sie ihn damals dir verkauft hat, gell? Ja. Ja, die Yvonne Nussbaum ist ja schon 28 Jahre im Geschäft und die war früher bei Rongen. Ja. Ich habe gerade noch gesehen, sie haben ja noch die originalen Nummernschildunterlage von Rongen in Würseln drunter. Ja. Und da ist die früher gewesen und dann ist die auch bei dem, der damals das gekauft hat von Rongen, da ist die auch noch ein paar Jahre gewesen und seitdem ist sie dann jetzt da. Ja, es geht mehr darum, den Leuten Freude zu machen am Reisen. Also viele sind ja, die können sich überhaupt nicht vorstellen, dass man alleine unterwegs ist und dann sich trifft. Und ist es Ja, am ich bin- Campingplatz oder? Ja, nein, ich war nie auf dem Campingplatz, immer nur auf Stellplätze. Okay. Campingplätze, wenn man so viele Wochen unterwegs ist, das ist ja gar nicht zu bezahlen. Ja, unmöglich. Ja. Und Stellplatz geht, oder? Stellplätze gehen. Und wir haben einen Bordatlas, da stehen die Stellplätze drin. Und man glaubt gar nicht, wie viele Stellplätze kostenlos sind. Das ist so. Ja, das Ja. Ist so. Aber das sind die Plätze, die am leersten sind. Ja, komischerweise. Ja, da können die Leute ja nicht ihre Protzwagen vorführen. Präsentieren. Ja. Wir unterhalten uns immer öfter hier, der Andreas und ich, über kleinere Fahrzeuge, die so groß sind wie der hier. Das ist ja jetzt kein Riesenfahrzeug. Und die Leute, der Trend geht aber immer mehr zu noch größer, noch mehr Bling Bling. Das brauchst du alles nicht, oder? Ich frage mich manchmal, wie die Leute zu Hause wohnen. Ja. Ob die da auch so elitär wohnen, wie sie ihre Das glaube Wohnmobil. ich manchmal tatsächlich nicht. Also ich glaube, dass tatsächlich manchmal die Leute ganz normal zu Hause wohnen, aber dann beim Wohnmobil jetzt dann, ich sag mal, so ein Fahrzeug haben wollen, müssen, wo dann eben nach außen wirklich nach was hermacht. Ne? Das ist so. Sie fahren den ganz alleine, ne? Weil ihr Mann ist ja verstorben, hatte mir die Yvonne schon erzählt. Ich habe auch damals für den Rongen 105 Mobile überführt. Ach du Scheiße, das ist ein richtiges Die habe ich in Campermädchen. Kohl mit meinem Mann, wir fuhren mit dem Jeep hin, und dann hat mein Mann einen Wohnwagen angehängt und ich habe das Mobil genommen. Und dann haben wir wieder, das war mehr oder weniger dem Herrn Rongen zum Gefallen. Schön. Ja. Du hast sie überführt. Ja.
Bist hingefahren, hast du zurückgefahren? Das war ja jedes Mal, da waren Fahrzeuge, da waren manchmal Überlandfahrzeuge, also von Übersee dabei, ne? Die waren 12 Meter lang und so. Alles. Ich habe auch in Urlaub, wir waren 10-mal in Amerika, da haben wir auch Riesenteile gefahren und Ihr wart in Amerika. ja, 10-mal. Ihr habt dich die ausgeliehen, oder? 10-mal 8 Wochen, ja. Große waren das. Zweimal Wohnmobil und nachher nur noch mit PKW. Da sind wir nur durch Motels gefahren. Das gefiel uns dann nicht mehr mit Wohnmobil. Da sind wir immer. Und ich war in Kanada 3-mal, ich war in China, ich war in Neuseeland. Mit dem Wohnmobil? Nein, Okay. in Neuseeland eins gemietet. Eins gemietet. Wie war das in Neuseeland? Fantastisch. Fantastisch. Neuseeland ist eins der tollsten Länder. Aber das war vor 20 Jahren da. Meine Enkelin war jetzt da, wo wir in Neuseeland uns haben alles angucken können, mussten die jetzt immer $20 bezahlen. Ja, das ist ja normal. Wie alles angucken, das verstehe ich nicht. Ja, die Attraktionen, also die Parks beispielsweise oder so, da verlangen die ja mittlerweile Eintritt. Ja, wir gingen auf so eine Düne hoch, da waren diese von Albatrossen, diese ganze Nester. Ja. Das sind wir hin, natürlich waren da Ranger und haben beobachtet, dass wir da nicht dran gingen. Und wenn die Kinder das heute gucken wollten, müssen die 20 € Eintritt bezahlen, um sich diese Nester anzugucken. Oder zu den Pinguinen runtergehen. Das haben wir alles gemacht, ohne Geld. Wir haben überall gestanden am Mount Cook, überall haben wir wild gestanden mit den Wohnmobilen. Und das ist heute alles reglementiert. Ja, die werden ja überschwemmt von Touristen. Das ist so, ja. Als wir da vor 20 Jahren waren, da war ja kaum Mensch da. Da waren nur die jungen Leute mit den Rucksäcken, mit kleinen Zelten. Der Mensch kann zu viel in kurzer Zeit halt heutzutage bereisen, durch die Fluggesellschaften, die alles, die Welt wächst ja so. Für 14 Tage nach Neuseeland. Ja. Es sollte nur noch Wohnmobile geben. Sag mal, wie lange braucht man Zeit für Neuseeland, realistisch? Schön sind 8 Wochen. 8 Wochen. Ja, dann kann man gemütlich fahren. Aber 6 Wochen ist auch schon schön. Aber wenn man dann nur 3 Wochen hinfliegt, erstmal ist der Flug ja schon mal. 2 Tage. Ja, ne? Ja. Man hat einen Zwischenstopp. Ist das auch dann? In Singapur, oder? Ja, in Singapur macht man einen Zwischenstopp. Und dann machst du noch mal 12 Stunden Flug. Und dann sind da 2 Inseln. Du siehst ja nichts, wenn du in 3 Wochen durchfährst. Die Zeit ist ja viel zu kurz. Aber das ist heute alles. Die wollen in einem Jahr 2, 3 Riesenurlaube machen. Ich finde das beeindruckend. Also du bist die Person, jetzt ohne Witz, ich habe ja jetzt tausende von Videos gemacht, die Welt am meisten bereist hat im Bereich Camping, die ich kenne. Ja, das ist aber auch, weil wir schon immer unterwegs waren. Nicht? Erstmal bin ich jetzt 86, das ist ja ein langes Leben, was man in der Zeit alles machen kann. Das kann ja ein 40-Jähriger nicht bringen. Nee, geht nicht. Nicht? Ist ja klar. Aber hattest du die Zeit, als du jung warst? Weil du hast ja Kinder gehabt, oder? Ja, ich habe 2 Töchter. 2 Töchter und Enkel und so weiter. Ist das schade, dass du die jetzt nicht so oft siehst, die Enkel? Oder sind die auch schon groß, die Enkel? Meine eine Enkelin, die ist Ärztin, ich habe jetzt schon Urenkel. Urenkel? Wie viele hast du? Ein Urenkel. Ein Urenkel. Ich habe jetzt drei Enkel habe ich jetzt. 3. Demnächst. Ja. Also Ja. 2 habe ich schon, einer ist gerade. Da liegen ja auch Jahre drin. Guck mal, ich bin 86, ist doch klar. Ich bin 54. Ja. Ich bin ja ein junges Ding, oder? Ja, mit 54, da bekam ich meine erste Enkelin. Okay. Ja, ist ja klar, meine Enkelin ist jetzt über 30 und hat jetzt auch wieder ein Kind. Das macht mir Mut. Ja, mit 50 kannst du ja nicht das erlebt haben, was einer mit 80 erlebt hat. Also du sagst, mit 60 ist noch lange nicht vorbei. Da Um fängt Gottes Willen, da fängt es doch gerade gut an. Ja. Ist das mit der Gesundheit? Hattest du schon mal einen Fall, dass du unterwegs warst und dir ging es nicht so gut? Oder? Nein. Nee, noch nie. Du bist immer topfit. Ich bin unterwegs noch nie bei einem Arzt gewesen. Was ist das Geheimnis für ein langes Leben? Wenn du mir da. Ja, ich weiß es nicht, kann ich nicht sagen. Ich lebe vernünftig. Ich weiß nicht, ich habe noch nie geraucht, noch nie getrunken, aber ob es daran liegt. Ich hatte da nur keinen Spaß dran, das hat mir nicht geschmeckt, aber ich habe das nicht getan. In dem Denken, ach, das ist ungesund. Und Bewegung, bewegst du dich viel? Ja, was heißt, ich fahre viel Fahrrad unterwegs. Ach, Fahrrad fährst du viel? Ja. Das soll ja sehr gesund sein. Und das E-Bike ist natürlich eine tolle Erfindung, oder? Ja, das ist natürlich klar. Also ich habe jetzt schon ein 3. E-Bike zwischen. Ne? Also das ist.
Mit einem normalen Rad könnte ich nicht mehr fahren. Da würde ich nicht. Ich meine, ich könnte noch damit fahren, aber man bringt dann keine Kilometer mehr. Ich fahre schon seit 10 Jahren E-Bike und am Anfang haben mich die Leute ausgelacht. Die haben gesagt, ich wäre nicht sportlich. Ach, das ist doch Blödsinn. Mittlerweile fährt es jeder. Ja, ne? Nämlich, da kannst du dich auch bei anstrengen. Je nachdem, wenn du eine Steigung hast mit 17%, dann musst du trotzdem noch was tun. Ne? Also es ist ja nicht, als wenn das Ding von alleine fährt. Man muss es ja auch bewegen. Ne? So, also, ich fasse mal zusammen. Du warst in Neuseeland, du warst in China. Wie war China? Darf ich das noch mal? Ja, da sind wir aber auch geführt gefahren. Ja. Ne? Wie lange wart ihr da? 2 Wochen? Nee, auch 6 Wochen waren 6 wir. Wochen. Hast du ganz China gesehen? Oder? Noch ganz China nicht, aber wir sind in Peking gelandet und auch in Peking wieder abgeflogen. Also haben dann so eine Rundreise gemacht. Ne? Und das war bleibend, das Erlebnis? Ja, das war wirklich, also das war sehr schön. Muss In ich Russland sagen. warst du nie? Doch, in Russland waren wir. Da sind wir aber mit Perestroika gefahren. Ja. Da sind wir gefahren bis Moskau und dann noch diesen goldenen Ring um Moskau herum. Das ist auch nichts, was wir uns alleine zugetraut hätten. Das kann man nicht. Aber heute ist ja sowieso, das ist aber schon gewesen 02. Also 2002. 2002. Da waren wir in Moskau, das geht. Nochmal, du hast den Bürstner hier. Ja. Und da war noch nie was dran. Ja, was heißt noch nie was dran? Ich habe eine neue Lichtmaschine drin, na ja, bei 400.000 Kilometern. Aber so maschinenmäßig überhaupt nicht. Das ist immer der erste Maschine noch. Und die Technik, der Herd geht wie am ersten Tag? Alles, das ist alles. Die Heizung? Alles. War die Heizung mal kaputt? Nein, Noch nie? noch nie. Der Kühlschrank noch nie kaputt? Noch nie kaputt. Na, im Kühlschrank habe ich nur, wie heißt denn das? Der Verdampfer, oder? Ja, Der irgendwann mal. Ja, der von außen eingesetzt wird, den habe ich mal, weil da setzt sich der Ruß zwischen. Aber im Kühlschrank ist noch nichts gewesen. Gut. Ja, ich habe keine Fragen mehr. Also, wir werden, ich finde das, also ich habe etwas Besonderes gemacht. Wir haben einen Bürstner gezeigt, das Video musst du dir mal angucken, aus dem Jahr 1989. Der ist noch ein bisschen älter wie deiner. Und der sieht aus, als wäre er vom Band gelaufen. Sowas hast du noch nie gesehen. Das Video musst du mal gucken, da gebe ich dir einen Link zu. Den haben wir gedreht mit dem, oben im Norden steht der. Und den hat einer gepflegt. So, der ist auch damit gefahren, aber der sieht aus, als wäre er vom Band gelaufen. Das ist, wenn die Männer noch da sind. Für die Männer ist ja das Fahrzeug wie ein Spielzeug. Da arbeiten die dran. Die Frau ist drinnen im Haus und der Mann ist draußen beim Mobil. Ja. Aber wenn du als Frau so ein Teil hast, dann ist das nur noch zum Wegfahren. Aber ich beschäftige mich da so nicht mit. Der Technik. Ja, ja. Und dass ich das jetzt immer pflege und dies mache. Die Männer machen dann ja alles da dran. Ja? Die Technik. vertreiben sich ihre Zeit damit. So, komm, wir gehen nochmal raus. Dann zeigen wir es nochmal komplett. Ja, vielen Dank. Ich werde... Kann ich das denn jetzt mal sehen? Ja, warte. Ich zeige das mal gerade. Hier vorne stehen wir. Wir haben April 2023. Und das hier, ganz ehrlich, das ist eins der besten Werbevideos, die Bürstner machen konnte, oder? Das heißt, das Auto fährt und fährt. Bauen gute Autos, Bürstner? Ja, also... Fährt. Ich kenne als Mobil nur Bürstner. Wir hatten vorher Bürstner, das ist ein Bürstner und ich bin sehr zufrieden. Da ist er. Ja, dann vielen Dank. So, und ich zeige dir das jetzt gleich mal, dass du das mal siehst. Und vielen Dank und ich wünsche dir noch gute Reise, gell? Tschüss. Danke.